Alles rund um den U12. Willkommen bei der dritten Ausgabe des 912 Magazins Alles rund um den U12er. Heute besuchen wir mit der Porsche 912 Group das ehemalige Kamernwerk in Osnabrück und 912 Group Member Klaus Dieter berichtet von den Restaurationsfortschritten seines 69er U12ers. Also viel Spaß und gute Unterhaltung. Am 6. Juli lud 912 Group Member Alexander Prinz zum zweiten Nordtreffen ein. Treffpunkt 10 Uhr Kamernwerke Osnabrück. Das klang interessant, denn schließlich wurden im Kamernwerk die meisten Porsche 912 produziert und da wollten natürlich viele dabei sein. Wir sind froh, dass wir heute hier sind. Wir sind aus Schleswig-Holstein extra angereist gestern. Das haltet ihr nicht aus. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal die weiteste Anfahrt. Ja, ich glaube auch. Und wir hatten auch die wildeste Anfahrt, glaube ich. Wir sind um 10 los und schon um 20 Uhr hier gewesen, weil wir unterwegs sogar noch einen kleinen Ausfall des Fahrzeugs hatten. Und das ist natürlich etwas schade. Ach, ihr wart das? Wir waren das. Okay. Aber man konnte uns auf der Strecke helfen und somit sind wir froh, hier zu sein, euch kennenzulernen. Und ich glaube, das ist eine wilde Truppe. Ja, unseren Wagen haben wir jetzt seit 3 Jahren. Den habe ich aus den Niederlanden bekommen. Und wir haben erstmal ein Jahr musste ich ein bisschen was machen. Ich habe mir extra ein Fahrzeug geholt, wo ich selber noch was machen kann und will. Ja. Weil das Spaß macht, ich habe da Lust zu. Und ja, seit 2 Jahren haben wir ihn auf der Straße und sind glücklich und zufrieden. Was haben wir denn für ein Baujahr? Baujahr 68 ist das. Und ja, ist auch die Originalfarbe, alles so. Der Motor ist leider schon mal ineinander reingekommen, 66er Motor, aber jetzt läuft er wieder gut und wir sind zufrieden. Prima, dann freue ich mich, dass ihr euch so toll vorgestellt habt, dass euer Auto doch noch nach Osnabrück gefunden hat. Ja. Und ja, wir wünschen uns allen einen schönen Tag. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Also wirklich, die 12er-Gruppe hat doch die hübschesten Frauen, muss ich immer wieder sagen. Holger, hast du den Jörg hinten nicht mehr hereingekriegt? Das hat nicht mehr geklappt. Ich wollte an die Tür. Stopp! Ich habe ja letzten Sonntag erst Perfekt! Hi! Ja, die 912 Mädels sehen nicht nur toll aus, sondern sind auch unheimlich stark, wie wir hier gerade sehen konnten. Mal eben den Porsche auf Linie geschoben, das sind immerhin Mitfahrer gut 1050 Kilo. Respekt, Respekt. Hallo Dirk! Mensch, ich freue mich, du hast ja die weiteste Anreise heute. Ja, genau. Ich kriege sicherlich den Pokal für die weiteste Anreise. Alles klar, ich bin Horst. Also, schön, dass ihr alle gekommen seid, bis auf einen, der Patrick aus Braunschweig, der leider irgendwie ausgefallen ist, sein Auto nicht zum Starten bekommen hat, sind alle gekommen. Freue ich mich riesig. Ich glaube, so eine große Anzahl an Fahrzeugen hatten wir noch nie zusammen. Auch die Farbvarianz, glaube ich, ganz gut. Ne? Das viel diskutierte Burgundrot ist, glaube ich, heute nur einmal vorhanden. Was? Nur einmal? Nur einmal? Ich kann mir das auch nicht erklären. Folgendes, wir werden gleich von einem Mitarbeiter von Volkswagen Osnabrück abgeholt und fahren durch dieses Tor rein. Ich bin zwar auch VW-Mitarbeiter, aber ich musste mit Blut unterschreiben, dass wir keine Foto- und Filmaufnahmen machen dürfen. Also ihr könnt sicherlich in der Ausstellung dann mal das ein oder andere Bild machen, aber bitte keine Drohne starten oder so. Das wird, glaube ich, ein bisschen Ärger geben. Ich wünsche euch heute einen tollen Tag. Vielen Dank. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du die ganze Organisation übernommen hast. Ich darf dir sozusagen den Staffelstab überreichen. Ist zwar etwas fabrikatsfremd, passt aber hierher und zu dir ganz besonders, oder? Porsche 912 Group, Uhr-12er, go! Super, ganz lieben Dank. Ja, nach der Begrüßungsansprache durch Alexander Prinz von der Porsche 912 Group U12er Sektion Nord hieß es Gentlemen, start your engines. Auf ins Kamernwerksgelände.
Für alle 012-Fans ist das natürlich absolut historischer Boden. Hier schlug die Geburtsstunde der allermeisten U12er der Gruppenmitglieder. Also, es versprach ein äußerst spannender Besuch zu werden. So I'm back to the place where it all began. A house in Japan, but this time I got a plan. Got an also known of friends all over the globe. A new set of skills in my frontal lobe. I got a view of the world that makes me wanna sing. From Boston to Beijing and all that's in between. Got a heart full of love from the path I'm walking. Just give me the mic and I'ma keep on rocking. 4 long years that went by in a flash. Ja, mein Name ist Klaus-Dieter Ulrich. Ja, und ich bin hier verantwortlich für die Automobilsammlung hier bei Volkswagen in Osnabrück. Herzlich willkommen, liebe Freunde vom Porsche 912 Group. Urzwölfer. Hey! Ich freue mich natürlich, euch hier zu begrüßen in der Automobilsammlung von Volkswagen Osnabrück. Wir haben natürlich hier einige Exponate stehen in der Sammlung, nicht nur die Porsche-Modelle, sondern auch andere Fahrzeuge, die hier ausgestellt sind, die hier am Standort gefertigt worden sind. Ja, und da haben wir heute die Zeit dafür, uns alles in Ruhe anzusehen. Wir haben natürlich noch andere Hallen, wo Exponate stehen. Hier steht nur ein kleiner Teil der Sammlung, hauptsächlich konzernorientiert, aber früher sind ja auch andere Modelle gebaut worden für andere Hersteller, zum Beispiel für Ford, für BMW, für Mercedes, aber auch die alten Modelle, Adler, Hanomag, Vorkriegsfahrzeuge, all diese Modelle sind hier praktisch hier in Osnabrück entstanden. Meist sind es immer Cabriolets gewesen als Nischenfahrzeuge, wo die großen Hersteller dann diese Aufträge an uns oder andere OEMs abgegeben hat und wir haben dann diese Nischenprodukte hier gefertigt. Ja, dann würde ich sagen, wir starten hier gleich mit dem Rundgang und ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich hier erschienen seid. Dankeschön. Was ist hier passiert? Ist hier im Bitte Schluss gehen Sie geworden? weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und schon gar nicht mit der Kamera. Hier sind die Gaffer. Ja. Ja, da hatte wohl einen unserer Members der Kreislauf kurzfristig im Stich gelassen. Aber die VW-Werkssanitäter waren zur Stelle und so war dem Kollegen schnell geholfen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar geht es hier um die 912er. Wir haben einen im Register, der fragt mich, dass die Autos, erst die Karosserien hier hergestellt wurden, aber keine kompletten Fahrzeuge. Das ist dann erst 67, 68 passiert. Ist das richtig? Also komplett sind die Fahrzeuge nie hier gebaut worden. Immer nur die Karossen? Man hat hier die Karossen gebaut, also den Rohbau, Ja. den Lack und eine Teilmontage. Eine Teilmontage heißt fertig bis auf Motorfahrwerk. Ja. Also stimmt das in dem Buch nicht, dass hier dann der erste 912 Januar 67. ja, komplett gebaut wurde? Vielleicht hat man den hier komplett gebaut mit den Porsche-Mitarbeitern, um mal das komplette Auto hier komplett zu fertigen. Aber in Serie sind die 356 und die Porsche 911 und 912 nicht komplett hier gebaut worden. Die sind nur fertig. Es gibt auch Bildmaterial, wo die Fahrzeuge Ja. auf den Autotransportern gegangen sind. Die waren alle auf Gestelle. Also Okay. Motorfahrwerk, man muss sich vorstellen, die Karosse, Lackierung und dann Teilmontage. Teilmontage heißt das ganze Interieur, Kabellage, Scheinwerfer, Anbauteile, Stoßfänger, Teppiche, alles komplett rein, Verglasung, alles rein. Nur Motorfahrwerk ist alles komplett rausgeblieben. Das hat sich Porsche sich nicht nehmen lassen und hat darauf bestanden, auch im Vertrag das selber einzubauen. Aber die Teilmontage ist schon ab 65 gewesen? Da gehen wir ganz stark von aus. Das hat eine komplette, vielleicht waren die ersten Modelle, dass man die hier komplett gebaut hat, um irgendwelche Schwierigkeiten auch auszumerzen, ob vielleicht der Motor, Getriebe, dass das Rohbauprobleme waren, das weiß ich nicht. Na, der Lewandowski behauptet ja, oder schreibt in seinem Buch, das ist erst ab 67 gewesen, Januar. 67, dass hier komplett Autos mit Motor und Fahrgestell gebaut worden sind. Und da habe ich gesagt,
Das glaube ich nicht. Das fragen wir hier heute mal den Fachmann. Ja, ich bin nicht der Fachmann, ich meine, das müsste man vielleicht noch mal bei Porsche nachfragen, die wissen es eigentlich noch besser als wir. Aber soweit ich das weiß, haben wir schon beim 356 und das war Anfang der 60er Jahre, also reden wir von 61, die wurden ja auch nur teilmontiert. Also immer wieder fertig bis auf Motor getrieben. Das waren natürlich super interessante Informationen über die Herstellung der Ur-12er. Da hätten wir noch stundenlang mit Klaus-Dieter Ulrich fachsimpeln können. Aber nach gut 2 Stunden ging unser Besuch hier im ehemaligen Karmann-Werk leider zu Ende. Bereits in Ausgabe 2 des 912 Magazins berichteten wir über Klaus Dieter und seinen neu erworbenen 69er Ur-12er. Wir waren ja beim Classic Data Gutachten dabei und nach erfolgreicher TÜV-Abnahme und Zulassung beim Straßenverkehrsamt erteilte Klaus Dieter die ersten Aufträge zur Überholung der Technik an seinem Oldtimer Porsche. Klaus Dieter, ja, ich sehe den Schock noch in deinem Gesicht. Du hast jetzt die Rechnung gerade bekommen. Was hast du eigentlich alles machen lassen? Ja, es wurden gemacht die Fahrwerksbuchsen der Vorder- und Hinterachse, Achslenker vorne und hinten, Lenkaufnahme, Stoßdämpfer komplett, die Achslenker komplett, neu und beschichtet, alle Anbauteile neu verzinkt und die Achsstellen neu versiegelt. Das Kupplungsseil wurde komplett erneuert. Die Achsmanschetten der Antriebswellen komplett erneuert. Antriebswellen komplett zerlegt. Die Lenklager, Lenksäule und dann eine ganz normale Wartung mit Ölwechsel, Filterwechsel, Ölleitungen am Motor wurden erneuert, das Gasgestänge wurde geändert, Zündung eingestellt, Zündkerzenstecker erneuert, Benzinleitung erneuert. Ja. Also eine Rechnung, die dich jetzt wahrscheinlich rundum glücklich macht. Genau. So kurz vor Weihnachten, da freut man sich ja immer, wenn noch eine weitere Rechnung kommt, noch zusätzlich zu Strom, Wasser, Gas und was weiß ich alles, Grundabgaben. Ja. Aber es beruhigt einen natürlich, wenn man einmal das Auto hat durchchecken lassen. Ja, das war ja auch Sinn und Zweck, warum ich jetzt hier bin. Nach dem Gutachtertermin wurde der Wagen ja zugelassen. Und nach der Zulassung wollte ich den technisch einmal durchchecken lassen bei Firma Schäfter hier in Steinhagen. Bei dem Durchchecken sind natürlich dann auch noch andere Sachen aufgefallen, die wir vorher auch so nicht erkannt hatten oder nicht wussten. Das wurde jetzt in dem Zuge gleich mitgemacht. Jetzt ist das Fahrzeug wieder im technisch guten Zustand. Und es wird dich auch beruhigen, jetzt auch wenn du demnächst weitere Fahrten ausführen wirst. Das war ja auch Sinn und Zweck, dass man beruhigt auch mal 500 oder 1000 Kilometer am Stück damit machen könnte. Prima. Klaus Dieter, da wünschen wir dir allseits gute Fahrt mit deinem Porsche 912. Dankeschön. Das 912 Magazin. Alles rund um den Ur-12.